Lange musste man auf die Allegris First Class, das neue Luxusprodukt von Lufthansa, warten. Die First Class der Airline galt zwar schon immer als erstklassig, doch mit Allegris sollen nun noch einmal neue Maßstäbe in der Welt der Luxusreisen gesetzt werden. Ich konnte so gerade noch ein Ticket in einem brandneuen Airbus A350 nach Indien ergattern und freue mich, euch als einer der ersten diesen Einblick geben zu können. Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier aus meinem Hotelzimmer um 4 Uhr morgens in Posen, einer Stadt in Polen. Draußen ist es noch dunkel. Ich bin hier im Hotel genau gegenüber vom Flughafen. Das ist Posen Airport. Und da geht's jetzt rein, weil wir fliegen heute nach Indien. Ja, zum ersten Mal in meinem Leben fliege ich nach Indien. Dass ich da mal hinkomme, hätte ich auch vor 2 Jahren oder sagen wir auch noch vor einem Jahr niemals für möglich gehalten. Oder dass ich da mal hin möchte vor allem auch. Aber ich habe Bock drauf und ganz besonders, wir fliegen heute mit der neuen Lufthansa Allegris First Class. Die wird, Stand jetzt, soweit ich weiß, nur auf 3 Strecken eingesetzt. Und zwar entweder nach Mumbai oder Bangalore in Indien oder auch nach New York. Es kommen jetzt noch ein paar weitere Strecken hinzu. Und ich habe tatsächlich diese eine Strecke erwischt, habe die einfach gebucht. Wie viel ich bezahlt habe, warum ich hier jetzt starte, das erfahrt ihr gleich auch noch, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal, warte mal, ich mache erstmal wieder Licht an. Mein Flug geht um 6 Uhr hier von Posen nach München, da muss ich dann umsteigen und fliege dann von München aus nach Bangalore. Ich habe da auch fast 5 Stunden Umstiegszeit und wir können uns die First Class Lounge in München anschauen. Da war ich auch noch nie zuvor drin, da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann geht es in den neuen Airbus A350 nach Bangalore, Indien. Leute, eine Sache kann ich direkt ansprechen. Ich hatte die letzten Tage so einen Krampf wegen meinem Visum für Indien und ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe den Flug ziemlich spontan gebucht, es gab noch eine Verfügbarkeit für die neue First Class und ich dachte mir, das muss ich machen, habe mich eingecheckt und dann auch parallel 2 Tage später das Visum, ich wusste gar nicht, dass ich für Indien ein Visum brauche, aber brauche ich, beantragt und ich habe dann 2-mal so Rückfragen bekommen, habe auch immer alles fein beantwortet und ich habe bis heute mein Visum nicht. Ich habe noch parallel versucht, über andere Wege ein Visum zu bekommen. Ich habe einmal einen Touri-Visa beantragt, dann habe ich jetzt letztens noch ein Business-Visa beantragt, dann habe ich einfach nur so ein Transit-Visa beantragt, dann habe ich noch ein Studenten-Visa beantragt und ich habe bis heute kein Visa und habe Stand jetzt 370 € bezahlt für mein Indien-Visa und noch keins bekommen. Mega ärgerlich, weil meine ganze weitere Reise darauf eigentlich aufbauen würde und jetzt musste ich das so dribbeln mit Lufthansa, weil die mich auch sonst gar nicht mitgenommen hätten, dass ich mir noch einen Anschlussflug gebucht habe weiter nach Sri Lanka, damit ich jetzt heute überhaupt fliegen kann und ich verstehe wirklich nicht, warum ich das Visum nicht bekomme. Ich habe keinen Plan. Es mag damit zusammenhängen, dass ich mal in Pakistan war, aber es gibt auch ein paar Travel-YouTuber, die waren ebenfalls in Pakistan und Indien, hatten auch überhaupt keine Probleme. Ich gehe dementsprechend auch nicht davon aus, dass ich das heute noch bekomme. Generell gehe ich, um ehrlich zu sein, gerade auch nicht davon aus, dass ich es die nächsten Tage bekomme, weil sonst hätte ich es jetzt sicherlich schon. Nervt mich sehr, aber dann schauen wir uns halt Sri Lanka an, ist ja auch geil. Ich will da auch einfach immer das Beste draus machen. Ich will jetzt auch keine schlechte Laune bekommen. Immerhin sind meine Rucksäcke da. Also die Beau Voyage Rucksäcke, dazu später mehr. Auf geht's zum Boarding. Okay, bye. Schweinekalt hier in Polen. Minus 7 Grad. Brzloty, Arrivals. Ah, da muss ich doch gar nicht hin. Ich muss jetzt erstmal hier einchecken. Wir sehen uns, denke ich, erst in München wieder oder via Handy. So Leute, welcome to the Business Lounge in Posen. So sieht das hier aus. Naja, aber klein und fein. Hier kann ich jetzt schnell warten auf meinen Flug nach München. Gibt jetzt erstmal hier so einen Crack Cappuccino und einen O-Saft, Orangensaft, Multivitamin. Hä? Und hier sind jetzt meine 3 Boarding Passes. Der hier geht erstmal nach München. Der geht dann weiter nach Bangalore. Hier oben steht First Class. Ja, so ein Boarding Pass von Lufthansa, da geben sie sich keine Mühe, ne? Und dann hier gezwungenermaßen weiter nach Sri Lanka. Colombo, die Hauptstadt da. Ah, hi. So Leute, hier seht ihr nochmal mein Flugzeug. So sah das aus, ziemlich klein. Ey, hier ist ordentlich was los heute Morgen. Alles voll mit Airbus A380. Und das Coole ist, ich wurde hier direkt jetzt abgeholt. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Hoffentlich kommt jetzt gleich mein Koffer. Da hinten steht mein Van. Die nette Dame hier von der Lufthansa hat mich ja direkt eingesammelt und ziemlich schnell in die First Class Lounge gefahren. Da war ich ja auch zum ersten Mal in München. Gut 4 Stunden Aufenthalt hatte ich sogar. Erstmal schön was gegessen. Es gibt ein tolles à la carte Menü als auch ein großes Buffet. Ähnlich wie das Lufthansa First Class Terminal in Frankfurt. Nur halt kein Terminal, sondern einfach nur eine Lounge. Aber sehr, sehr toll. Also hat mir gut gefallen.
Moin, Servus, moin. Ein stressiger Morgen geht zu Ende. Ich habe jetzt hier netterweise mein eigenes kleines Schlafzimmer in der Lufthansa First Class Lounge in München bekommen, wo ich gerade auch schon lecker was gegessen habe und nebenbei fleißig hin und her getippt habe, weil ich habe tatsächlich mein Visum gerade erhalten für Indien. Das gibt's nicht. Ich sitze da jetzt seit dem 28. Januar dran und habe wirklich, wie viele Stunden habe ich da rein investiert? Also bestimmt so 10. Und ich habe wirklich nicht mal mit gerechnet. Und ausgerechnet, jetzt gerade, wo der Flug gleich geht, kriege ich hier die Bestätigung. Hier, granted. Jetzt muss ich mir das nur noch runterladen. Hätte ich das vor 2 Tagen bekommen, hätte ich mir so viel Stress sparen können und hätte mir auch keine Flüge nach Sri Lanka und so buchen müssen. Das war alles so ein Film, aber ist auch jetzt egal. Wir haben jetzt 8:50 Uhr, gefrühstückt habe ich ja schon. Ich werde mich jetzt noch 2 Stunden hier schön hinlegen. Ich meine, ich habe euch so ein Zimmer auch schon mal irgendwo gezeigt, aber hier hat man jetzt einfach ein kleines Bett. Das kann man sich dann hier mieten für bis zu 4 Stunden. Und ja, ist alles schön fein. Hier neben sind auch direkt dann die Duschen und Toiletten. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das hier noch mit drin ist, also dass man auch noch eine eigene Dusche und eine Toilette hat. Aber ich glaube, das habe ich einfach falsch abgespeichert, weil in Frankfurt habe ich diese Bereiche ja auch schon mal gesehen. Ist natürlich super schön und jetzt kann ich noch 2 Stunden die Augen zumachen. Besser geht's doch nicht, oder? Und wenigstens mit einem guten Gefühl einschlafen, dass ich keinen Stress habe und einfach in Indien rein kann. Ich wollte jetzt ganz kurz noch die Chance nutzen, Leute. Die Rucksäcke sind ja raus von Beau Voyage. Wirklich super geile Travel-Rucksäcke, sehr robust, wasserabweisend und vor allem, was ich sehr geil finde, man hat neben den ganzen smarten Fächern für irgendwelche Kabel, Kamera, was auch immer man mithaben möchte. Hinten ist natürlich auch noch das Laptopfach. Hier so einen riesigen Stauraum, wo wirklich super viel reinpasst. Also ich bin jetzt ziemlich lange unterwegs, deswegen habe ich gedacht, ein Koffer ist schon besser. Aber sonst bin ich ja auch super oft einfach nur mit einem Rucksack gereist. Und dieser hier wäre auch perfekt dafür. Ich bin auf jeden Fall mega froh, dass die Dinger jetzt fertig sind. Und freue mich über jeden Supporter bei Beau Voyage. Das wird geil. Bald kommen jetzt auch noch First Class Unterhosen raus. Und so Amenity- oder Kulturbeutel mit dem Logo. Also schaut da gerne mal im Shop vorbei. Ich sage immer Wunderrucksack dazu, weil man denkt, es passt nichts mehr rein, aber durch diese lange Schnalle, nenne ich sie jetzt mal, die man wirklich bis ganz oben zumachen kann, kannst du immer noch mehr und noch mal mehr verstauen. Man denkt jetzt, das wird nicht zugehen, aber ich sage euch, das geht zu. Und zack. Zu. Hier oben habe ich dann immer noch schnell Sachen griffbereit, wie Kamera, Ladekabel, kann man hier noch reinpacken. Achso, und hier natürlich Laptop drin, Reisepass, AirPods, Handy, keine Ahnung. Beau Voyage ist die Marke, um Reisen noch komfortabler und entspannter zu machen. Jetzt zuschlagen. Dann legen wir uns mal schön hin. Hier haben wir auch noch so ein bisschen Maracuja-Saft und ein Wasser. Oh nice, und eine Schlafmaske. Kurz erholen, gute Nacht. So, mittlerweile wieder erwacht, kurz erholt. Geht's jetzt los in den Flieger. Ich bin gespannt, Leute, und ich freue mich. Let's go. Ich muss sagen, das finde ich hier an der Lounge wirklich verdammt schön, dass man diesen krassen Panorama-View hat. Man ist ja immer ziemlich weit oben. Und dann kann man hier auch so, ich sag mal, auf das Hauptrollfeld oder wo die meisten Lufthansa-Flugzeuge stehen, gucken. Wenn ich so einen Ausblick jeden Tag haben könnte aus meiner Wohnung, würde ich nicht Nein sagen. Ich alter Planespotter. Es könnte sogar sein, dass das hier schon mein Flieger ist. Es ist nämlich ein Airbus A350. Kann ich ja gleich hier unten lang steppen. So, dann wollen wir mal gucken. Hier geht's lang. Ich weiß schon, ich bin der einzige First-Class-Passagier heute. Warum, erkläre ich euch gleich. Moin. Hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo. Waren Sie schon mal auf dem Flieger? Nee, auf dem jetzt noch nicht. Also ich bin mal gespannt jetzt hier. Dankeschön. Ui. Ja. Ja, schön. So Leute, und zack, da rollen wir auch schon los. Ich bin gerade hier völlig verdutzt reingelatscht und habe dann erstmal mit den ganzen Stewards hier gequatscht, weil für die ist das auch alle das erste Mal hier in der neuen Lufthansa First Allegris und ja, deswegen bin ich irgendwie noch gar nicht zum Film gekommen, aber erster Eindruck ist super, gefällt mir echt gut, ist auf jeden Fall ein krasses Upgrade zu davor, auch wenn ich davor auch schon gut fand, vor allem der Lufthansa First Class Service ist immer klasse. Die wissen auch, dass ich manchmal so ein paar Clips hier mache. So, wir gucken uns das alles gleich in Ruhe an. Ich freue mich auf einen Flug, 8 Stunden 25, dann sind wir in Bangalore und jetzt heißt es erstmal Take-Off und schauen wir mal, was das hier wird, ne?
Welcome back, Leute. Da bin ich auch schon wieder. Wir haben mittlerweile die maximale Reiseflughöhe erreicht. Ich habe den Quatsch hier gerade schon mal aufgenommen und habe vergessen aufzunehmen. Danke. So, Internet habe ich gerade auch bekommen. Auf jeden Fall geht es jetzt hier schon los mit dem ersten Gang, dem Kaviar. Ne? Muss man ja machen. Ich habe ja auch schon einen kleinen Gruß aus der Küche bekommen. Eine Sache, die mir noch wichtig war zu sagen, und zwar ist es aktuell so, dass man nur 2 Sitze hier in der First buchen kann. Und zwar einmal 1A und 1K. In der Mitte die Suite. Das ist der teuerste Platz, ist auch für 2 Personen. Der ist aktuell aus irgendwelchen richtigen Gründen noch geblockt. Und ich hatte eigentlich 1A gebucht, aber da ist irgendwas kaputt. Irgendwas mit den Kopfhörern oder so. Und jetzt sitze ich hier. Aber ich bin heute der einzige Gast, deswegen ist mir an sich auch egal, ob ich rechts oder links sitze. Erster Eindruck ist auf jeden Fall klasse. Also das ist schon ein krasses Upgrade zur alten First Class. Auch die fand ich super. Nur jetzt definitiv so wieder absolut konkurrenzfähig, würde ich mal sagen. Wir inspizieren die Kabine gleich noch ein bisschen, aber ist schon natürlich Luxus pur über den Wolken. Ich habe hier mein Bierchen noch bestellt. Wird bei dem einen bleiben. Das muss ja sein, ne? Haben heute einen Gaffel Kölsch vom FC Köln mit dem Stadion drauf. Egal was auch passiert, die rote Wand steht hinter dir. Weicht nicht von deiner Seite, denn nur für dich ist sie hier. Oh, FC Köln, mein ganzes Leben für den Verein. FC Köln ist okay, ne? Kann man sich mal geben. So, hier noch schnell meine Mama ein Video geschickt, die freut sich immer. Und jetzt probieren wir mal hier den Lachs. Mensch, ich komme ja kaum hinterher. Jetzt ist hier gerade auch der Kaviar angekommen. Aber wir probieren jetzt erstmal hier den Lachs. Oh ja, der ist gut. Daumen hoch. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall absolute Privatsphäre. Und das auf einem Lufthansa-Flug. Das ging halt vor 4 Wochen noch nicht. Ist schon geil, ne? So Leute, wir haben jetzt wie immer den Kaviar. Es ist jetzt, also ich mache das ja jetzt auch nicht mehr zum ersten Mal, deswegen, ihr wisst ja, wie ich den esse. Ah, hier fehlen diese kleinen Pfannekuchen. Esse ich heute. Hä? Das check ich noch nicht so ganz. Wie immer ein bisschen hier Sour Cream, Schafskäse oder was das ist, Kaviar. Zwiebeln. Also kulinarisch war Lufthansa ja auch bei meinem ersten Flug damals, oder was heißt damals, das ist ungefähr 10 Monate her, eine richtig tolle Sache. Und ich denke, das werde ich auch heute wieder genießen können. Netterweise habe ich alle Vorspeisen immer bekommen. Oder was heißt netterweise, also in der First Class kannst du halt auch alles bestellen. Haben auf jeden Fall jede Menge exquisite Weine hier. Und hier das Menü. So, was haben wir hier jetzt als Vorspeise? Die Lachsforelle habe ich ja schon hinter mir, den Kaviar auch. Und hier haben wir jetzt Avocado mit frischer Koriandersalsa, Thunfisch Tataki, Nikoi-Style, geröstete Karotte mit Cajun und einen bunten Blattsalat. Ach so, den Blattsalat haben wir hier. Ja, und als Hauptgang habe ich mich heute wieder gegen das Steak und so für den Zander entschieden. Mit Kartoffel-Lauchpüree. Und der Nachtisch bei Lufthansa, der kann was. Wir essen jetzt erstmal schnell Vorspeisen. Ehrliche Meinung, so, ich esse ja gerne, keine Frage. Aber ich sehe mich halt so null als diesen Food-YouTuber. Deswegen ist das für mich immer so ein bisschen Krampf, so immer hier zu was zu sagen. So, das schmeckt alles gut. Aber wie ihr merkt, von Kulinarik habe ich ungefähr genauso viel Ahnung wie von Golfen, nämlich gar nicht. Aber sehr lecker. Hier die Avocado mit Thunfisch. Hier haben wir jetzt irgendwas mit Karotten. Auch gut, ja. Und hier rechts haben wir dann, glaube ich, den Thunfisch. Also logischerweise sind alles hervorragende Vorspeisen. Und das sage ich ja mal gerne, wir sind im Flugzeug, Leute. Sowas im Flugzeug, Alter. Ich weiß wirklich manchmal nicht, womit ich das verdient habe, dass ich jetzt wieder sitzen kann. So, und da sind wir dann auch schon beim Hauptgang angekommen. Wir haben ja hier jetzt das Zanderfilet mit Kartoffel, Duett vom Zanderfilet und Kaisergranat an Zitrusfrucht dazu. Beurre Blanc, Kartoffellauchpüree und glasierte Mini-Fenchel. Guten Appetit! Ja, sehr fischig heute natürlich alles. Ich habe heute ziemlich viel Fisch jetzt schon gegessen. Aber wirklich hier das Kartoffelpüree, sehr gut. Guck mal, das hier sieht eher aus wie Shrimps. Er ist mir fast schon zu fischig alles jetzt im Gesamten. Aber dennoch Top-Qualität, das merkt man. Ein bisschen mehr Kartoffelpüree könnte ich noch gebrauchen. Hier haben wir auch so eine Art Spargel dabei. Schmeckt doch wie Spargel. Ach so, und dann alle, die immer meckern, warum ich mein Mikrofon in der Hand habe und nicht hier. Ich kann es auch hier hin tun. Aber dann hört ihr mich halt nicht so gut. Und so ist der Sound halt viel, viel besser. So, ich esse das jetzt noch auf. Da muss ich mich erstmal ein bisschen ausruhen. Als Dessert gab es dann tatsächlich was Indisches. Und zwar Payasam mit Erdbeeren. Habe ich noch nie von gehört, auch noch nie vorher gegessen. Aber es war super lecker. Und ich werde das hier in Indien auf jeden Fall nochmal irgendwo finden müssen. Mit dem Essen wäre ich dann jetzt soweit. War wirklich sehr lecker. Also das war ein tolles Essen. Hat alles so hochwertig geschmeckt. Das muss man auf jeden Fall loben. Und wir befinden uns hier jetzt gerade auf der Toilette, die, soweit ich mich erinnere, ein bisschen größer ist als die Toilette in den älteren First Classes von Lufthansa, außer im A380, aber da bin ich noch nie mitgeflogen. Ja, schönes Design, bisschen Waschbecken, alles sehr modern. Das gehört ja dazu, dass ich euch die Toilette einmal zeige und das habe ich jetzt auch gemacht.
Was haben wir hier? Aha, irgendeine Creme, ein paar Amenities, Erfrischungskit. Ich muss jetzt noch kurz pinkeln und währenddessen wird schon mein Bett gemacht, weil ich mich jetzt so für 2 Stunden aufs Ohr legen wollte. Ich bin nämlich echt irgendwie ziemlich müde geworden. Und da muss man ja mal das Bett testen. So Leute, schaut mal hier. Mein Bett. Alter, ich hoffe, das kommt gut rüber auf der Kamera. Aber sieht wirklich gut aus. Vor allem auch sehr schön und bequem. Da lege ich mich jetzt mal hin. Also das ist hier alles schon noch sehr in der Testphase, aber das finde ich auch richtig cool, weil da bin ich so der Erste, der das so mit testen kann und die Stewards sind auch alle noch so am Rumprobieren, weil die auch zum ersten Mal heute hier fliegen. Es gibt auch noch ein paar Probleme bei den Kopfhörern, aber wir sind hier gerade zusammen auf der Suche nach einer Lösung im ganzen Team. So, man hat ja hier das Tablet, damit kann man die ganze Kabine steuern. Es wurde jetzt schon für mich in die Waagerechte gebracht. Und ich mache jetzt mal hier runter. Jetzt kann ich das auch nicht mehr steuern. Das ist aber komisch. Ist irgendwie noch ein bisschen verbuggt oder wir sind hier alle dumm? Muss man mal kurz was klären hier mit den Kollegen. So Leute, ich liege. Ihr seht mich jetzt gerade auch von da. Das Problem ist, das hält auch nicht richtig, weil da irgendwie so ein Magnet fehlt. Ja, man muss sagen, es ist alles noch sehr provisorisch. Aber ich habe dafür Verständnis. So, das Produkt ist halt noch nicht lange raus und das gehört dann auch mal dazu. Okay, ich bin mittlerweile wieder erwacht, Leute, und habe auch schon meinen Sitz wieder in die Waagerechte gestellt. Diese 2 Stunden Schlaf, die brauchte ich unbedingt, wirklich. Ich war so platt, ey, heute Nacht nur 3 Stunden bekommen und das war alles so ein Stress, die letzten Stunden mit dem Visum und so. Wir haben auch tatsächlich nur noch 3 Stunden 6 Flugzeit vor uns, dann sind wir schon in Indien und ich würde euch liebend gern einmal so grob erklären, wie das mit der Kabine funktioniert, aber wir haben immer noch technische Probleme leider. Vielleicht kriegen wir das noch gefixt, aber das Tablet, über das man alles steuert, sowohl das Tablet selber als auch den Sitz, die Fenster und natürlich auch den Hauptbildschirm, Hauptfernseher, hat irgendwie so ein paar Blockaden. Und deswegen sitze ich gerade auch nur so. Aber ja, natürlich ist das ein bisschen schade, aber hey, das ist komplett neu und ich persönlich habe da Verständnis für. Müssen wir mal ein Auge zudrücken. Dafür habe ich jetzt hier ein Eis bekommen. Lufthansa ist eine tolle Airline und ich fliege gerne mit denen. So Leute, und jetzt passt mal auf. Ich habe jetzt hier was Besonderes vorbereitet. Und zwar, schaut mal hier, das ist die Suite Cabin. Und die ist ja gerade noch geblockt. Deswegen wollte ich die Chance mal nutzen, euch die einmal kurz zu zeigen. Auch einmal mein cooles Amenity-Kit hier auszupacken. Man hat hier logischerweise sogar Platz für 2 Personen. Kann hier also mit seiner Freundin, Frau, Kollegen, okay, also mit irgendeinem Partner oder so halt rein. Und dann hat man doppelt so viel Platz quasi fast. Und auch hier einen noch größeren Bildschirm. Ja, ist auf jeden Fall cool. Ich muss auch sagen, mir gefällt das Design hier sehr. Auch gerade hier wieder mit diesen kleinen LED-Akzenten. Dann hast du auch viel Holz verbaut. Das ist schon schön. Und so sieht es dann aus, wenn das Tablet funktioniert. Hier kann man dann den Sitz verstellen. Ne? Das geht bei mir halt gerade irgendwie nicht. Und hier hält die Tür auch. Das fehlte mir ja noch, dieses Mini-Koffer-Amenity-Kit von Lufthansa. Und das Besondere hier ist ja, es gibt nur 2000 Exemplare davon. Hier haben wir einmal Socken, Hydration Creme, Lufthansa First Class Toothbrush, irgendein Serum, ein Schuhanzieher und eine Gesichtsmaske. Das war's eigentlich. Inhalt ist in Ordnung, keine Frage, aber gerade halt dieser Mini-Koffer mit dem Lufthansa-Logo drauf, das ist schon schön und ein richtig tolles Andenken, ne? So, jetzt wollte ich noch einmal wenigstens gucken, wie weit wir hier eigentlich sind. Also es ist wirklich alles komplett digital. Alles läuft nur noch über das Tablet. Es gibt keine Knöpfe mehr. Ach, wobei, hier gibt es ja Knöpfe. Habe ich die denn drüben auch? Das hat mir noch keiner gesagt, aber ich habe es auch noch nicht entdeckt. Hier unten sind auch noch ein paar Knöpfe. Kommt jetzt wahrscheinlich auf der Cam nicht so rüber, aber der Fernseher ist wirklich riesig. Noch 1504 Meilen bis zum Ziel. Wir sind gerade auf jeden Fall über Dubai geflogen, jetzt über dem Oman. Und in ungefähr 2 Stunden da. So weit weg ist Indien halt auch gar nicht, ne? Okay, welcome back hier auf meinem Platz. In der Zwischenzeit hat die wirklich sehr nette Crew hier mit der Lufthansa Technik in Frankfurt telefoniert und zack, funktioniert alles. Einwandfrei, kann ich jetzt hier alles abchecken. Wir haben ja hier die neuen tollen Sennheiser Noise Cancelling Kopfhörer, die auch wirklich nochmal eine Ecke besser sind als in der alten First Class. Filme sind auch ganz nett, aber das ist üblich, habe ich euch, glaube ich, in meinem Allegris-Video schon gezeigt nach Südafrika. Und ich wollte jetzt noch einmal schauen, wie das hier mit dem Licht ist, weil vielleicht kann man hier sogar verschiedene Lichter anmachen. Warte mal. So, guck mal, das kann man alles schön über das Tablet steuern. Man kann auch sogar sein eigenes Handy hiermit verbinden und dann alles über das eigene Handy steuern. Arbeiten, Dining, ja, schlafen. Vielleicht bestelle ich mir jetzt gleich noch einen kleinen Snack. Ansonsten heißt es Cola Zero genießen und Landeanflug auf Bangalore. Ich bin schon ganz gespannt. Kurz vor Landung gibt es noch mal eine kleine Stärkung. Ein bisschen Sushi hier einfach. Habe ich im Flugzeug noch nie gegessen. Und eine schöne Käseplatte
mit ein bisschen Trauben, hier diesem Honigdip oder wie man das nennt, komme ich schön gestärkt an in Indien. Und Leute, was ich euch unbedingt noch erzählen wollte, ich habe hier einfach mein Buch in der Hand. Das ist tatsächlich von mir geschrieben. Ich habe das noch nie so wirklich kommuniziert, außer mal auf Instagram. Zusammen mit dem Ulf, mit dem ich auch in Südafrika war, der schon seit 40 Jahren um die Welt reist. Und Jonas Moll haben wir ein Buch geschrieben mit allen wertvollen Travel-Hacks und Reisetipps rund ums Thema günstig und luxuriös reisen. Das Ganze nennt sich Reisen wie die Reichen. Ich weiß, klingt ein bisschen provokant. Ich will da jetzt gar nicht zu viel spoilern. Klar, dieser Flug jetzt, den habe ich bezahlt. Ich habe noch gar nicht gesagt, wie viel ich bezahlt habe. So ein Mist, aber auch ich mache das gleich noch. Aber alle weiteren Flüge jetzt auf meiner Reise, weiter nach Indonesien und dann auch wieder zurück über Dubai nach Hause, sind alles mit Meilen. Das Buch kommt am 25. Februar raus und das Coole, wenn ihr euch das jetzt vorbestellt, nehmt ihr automatisch an einer Verlosung teil. Der erste Preis ist beispielsweise ein Business-Class-Ticket um die ganze Welt, also völlig crazy. Wie das geht, ist oben in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt probieren wir eine Sushi. Das ist ja auch interessant. Hier hat man jetzt so eine Sojaspritze. Das Sushi haut mich jetzt nicht um. Bisschen hart. Leute gelandet. Ey, ich bin so gespannt. Sieht schon irgendwie verrückt aus. Hoffentlich lassen die mich rein. Und damit Namaste und herzlich willkommen aus Indien, Bangalore. Ich bin angekommen, bin auch schon ein paar Tage hier, aber ich habe gemerkt, dass ich ja noch gar kein Ende von meinem Video gemacht habe und euch auch noch nicht erzählt habe, wie teuer der ganze Spaß eigentlich war. Das tut mir sehr leid, weil normalerweise sage ich das ja immer direkt, aber ich habe es in diesem Fall wirklich vergessen. Ich könnte es jetzt sagen, aber ich kann euch auch erstmal noch kurz hier die Aussicht zeigen. Das ist die Skyline von Bangalore. Ich bin hier gerade im Shangri-La. Schönes Hotel, bin auch eben erst eingecheckt. Bucht man die Allegris First Class Nonstop von München nach Mumbai oder Bangalore, zahlt man so, ich sag mal, mindestens 7.000 Euro. Das hätte ich auch nicht bezahlt, habe aber herausgefunden, dass wenn man einen Zubringer nimmt, wie das hier oft so ist und gerade wenn man in Polen startet, kann man gute Schnäppchen, also kommt man auf jeden Fall günstiger hin. Und wir haben hier 3.321,64 Euro für diesen Flug. Ne? Ein Fazit bin ich euch natürlich auch noch schuldig. Erstmal wollte ich die Crew loben, weil die waren wirklich super nett, sehr zuvorkommend, haben sich richtig Mühe gegeben, dass das alles gut funktioniert, weil ihr habt es ja schon mitbekommen, dass es so ein paar technische Probleme gab und das war dann natürlich nicht optimal, aber da kann ja die Crew auch nichts für. Für die war das auch der erste Flug. Das war ein besonderes Erlebnis, glaube ich, für alle von uns und ich denke, es ist ein cooles Video geworden. Am Ende hat ja auch alles funktioniert. Klar wird es viele geben, die sagen, wenn man so viel Geld bezahlt, dann darf sowas nicht passieren. Kann ich auch verstehen, aber ich konnte drüber wegsehen und muss sagen, dass es mir durchweg Spaß gemacht hat und die Allegris ist ein tolles Produkt, ein deutliches Upgrade zur First Class davor und ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt so, wie schnell das alles etabliert wird und wie schnell auch dann neue Strecken in die ganze Welt mit der Allegris stattfinden können. Aktuell kann man die Allegris auch noch nicht mit Meilen buchen, deswegen musste ich halt leider Kohle bezahlen, aber wenn ich nochmal fliegen sollte, dann denke ich nur mit Meilen. Ich bin mal gespannt, wann das losgeht und ich habe in diesem Video sogar 2 kleine Werbepausen gemacht, aber es ging ja immer nur um Sachen von mir. Ich hoffe, das passt ja auch eigentlich gut und ich freue mich da über jede Unterstützung. Einmal meine Marke Beau Voyage und auch unser Buch hier. Checkt das gerne mal aus, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns mit coolen Videos aus Indien. Hier kommt auch ein bisschen was. Mir gefällt es ganz gut hier. Am Ende bin ich dann 6 Tage hier gewesen. Reicht mir auch, muss ich sagen. Zumindest halt Bangalore als Stadt. Haut rein, Leute. Abonniert den Kanal. Ciao!